Zum Coden braucht man ein paar elementare Werkzeuge, sowas wie Git und eine vernünftige IDE. Und das kommt jetzt. Vielleicht so als Vorrede zu dem Video, was jetzt gleich kommt. Das hat einen etwas anderen Stil als die anderen Videos und das liegt ganz einfach daran, dass das ein Vorlesungsmitschnitt von Softwaretechnik 2 aus dem Sommersemester 2020 ist. Wir haben uns entschlossen, dass wir den Teil des Praktikums, wo wir Code schreiben, von ST2 nach ST1 verschieben. Insbesondere den Meilenstein Null, der im letzten Jahr noch in ST2 erst anfing, den verschieben wir jetzt nach ST1. Und deswegen bleibt eigentlich die Infrastruktur, die jetzt gleich der Jan vorstellt, mehr oder weniger gleich. Die Links, die in dem Video zu sehen sind, die stimmen natürlich nicht mehr eins zu eins. Da mache ich dann gleich so kleine Callouts drüber, dass man das sieht. Und die wirklich echten Links für SD1, die finden Sie dann auf der Archilab SD1 Seite. Das blende ich jetzt hier auch gleich nochmal in das Video ein. Gut, dann von mir auch nochmal, ich bin der Jan und auch nochmal guten Morgen. Ich werde jetzt was über Git im Allgemeinen erzählen und auch über GitLab und wie dann tatsächlich die Meilensteine zu bestreiten sind, was man da alles zu beachten hat und so weiter. Das meiste, was ich sage, ist auch nachzulesen. Hier ganz unten bei dieser SD2-Seite hier im Confluence, da gibt es auch den Link zu Meilenstein 0. Da sind hier unten auch ganz viele nützliche Links, wo ich auch gleich noch was zu sage. Angefangen, also hier ist auch ein Link zu dem Git-Tutorial. Wir haben hier allgemein so ein paar Tutorials zusammengestellt. Das geht hier einerseits um Git, um vielleicht auch IDEs, die man nutzen möchte und auch über Java im Allgemeinen. Was hat überhaupt Java für eine Daseinsberechtigung quasi oder auch wie kann ich da diese Variablen definieren und so weiter. Also hier unter dem Link, der wie gesagt hier verlinkt ist, kann man auch ziemlich viele Tutorials finden. Ich fange mal mit dem Git-Tutorial an. Was ist überhaupt Git? Git ist ein, wie es ja auch steht, verteiltes Versionsverwaltungssystem. Wir haben quasi ein Repository, nennt man das immer. Das kann man sich einfach so als Ordner vorstellen, wo einfach Dateien und auch weitere Ordner drin sind. Das ist einmal immer in lokalen Repositories wird das gespeichert und einmal auch in einem Remote Repository. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Remote Repository wäre in dem Fall der Speicher von unserem GitLab-Server. Der liegt dann auf irgendeinem Server, wie gesagt. Und die lokalen Repositories sind immer die Dateien, die dann bei mir auf dem PC liegen oder auch bei jemand anders auf dem PC liegen. Die können also, das ist nicht zentral dann gespeichert, die Daten, die sind also redundant auf jedem Rechner, wo ich eben dieses Repository mir runterlade. Wozu ist das gut? Hat mehrere Gründe. Zum einen kann ich, wenn ich mehrere Entwickler habe, zusammen entwickeln. Habe auch Tools, wie ich dann Code zusammen mergen kann. Heißt, wenn ich ein Feature entwickelt habe und wer anders hat ein Feature entwickelt, muss es ja irgendwie wieder in die gleiche Codebasis einfließen und dafür ist Git auch ganz gut. Andererseits pflegt Git auch eine sogenannte Git History. Das heißt, alle Änderungen, die ich mache, die überschreiben nichts, sondern es gibt auch alte Stände von, weiß ich nicht, 2 Wochen, 3, eben seitdem dieses Repository erstellt, angelegt wurde. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich auf einmal merke, oh, da habe ich jetzt aber Mist gebaut, ich sage, ich schmeiße das alles weg und gehe zu einem alten Stand, zu einem alten Commit, nennt man das. Genau, wie installiere ich mir Git, ist hier verlinkt. Das ist halt relativ einfach. Ich habe jetzt hier mal Git for Windows installiert. Gibt es auch für Ubuntu oder sonstige bekannte Betriebssysteme. Wie der Workflow ist, das erste, was ich machen will, ist, ich erstelle mir eine eigene Working Copy. Das heißt, ich brauche natürlich, am Anfang existiert nur mein Remote Repository jetzt, was wir zur Verfügung stellen auf dem GitLab. Und ich brauche mein lokales Repository, damit ich eben auch dran arbeiten kann. Das mache ich per Git Clone und dann einfach hier den Link. Wo ihr den findet, sage ich auch gleich was zu. Dann habe ich natürlich jetzt meine ganzen Dateien, meine ganzen Programmierdateien, .java und so weiter. Und die bearbeite ich jetzt. Ich löse die Aufgaben. Und irgendwann bin ich dann an einem Punkt angekommen, wo ich sage, gut, jetzt habe ich ein paar Aufgaben gelöst. Jetzt will ich das irgendwie hochladen, weil wenn ich das nur auf meinem lokalen Rechner habe, bringt mir das für die Meilensteine wenig. So, das erste, was ich mache, ich stage Changes. Das heißt, ich sage quasi so, das ist eine Veränderung, die ich gemacht habe, die möchte ich auch, dass die irgendwann, also dass die wohl ähm,
auch auf diesem Remote Repository landet. Das mache ich mit git add. Da kann ich entweder mal einzelne Dateinamen angeben oder ich sage einfach git add Punkt und das addet dann alle Dateien, die verändert wurden von mir. Das ist eigentlich ganz nützlich. Alles, was nicht gestaged wird, das bleibt dann auch, diese Veränderungen bleiben erstmal auf meinem Computer erhalten in meinem lokalen Repository, aber die werden dann anschließend nicht mit hochgeladen. Das ist zum Beispiel, vielleicht hat man testweise mal auch irgendwo ein Passwort eingetragen, das soll ja nicht unbedingt zum Beispiel dann auch online landen. Vor allem, wenn auch andere Entwickler dann dran beteiligt sind. Das nächste, was ich mache, ich committe meine Changes. Das heißt, alle Changes, die gestaged sind, die versehe ich quasi mit einer Nachricht, damit ich sagen kann, was habe ich damit überhaupt gemacht. Das wäre sowas wie dieses und dieses Feature implementiert oder den und den Bug gefixt, was auch immer. Das geht mit git commit, dann /m und dann eben die Message. So, damit ist es aber noch nicht auf dem Remote Repository. Damit habe ich erstmal nur gesagt, so diese Codeänderung, die möchte ich jetzt bald wohl hochladen und eben mit diesem Titel, mit dieser Commit-Message. Dann gebe ich nur noch git push. Das hier braucht man nicht immer unbedingt. Einfach git push ein und dann wird es quasi hochgeladen auf unser Remote Repository auf den GitLab, sodass auch wir als Betreuer oder auch Herr Bente sehen kann, dass da was gemacht wurde. Wenn man jetzt, ihr arbeitet ja immer alleine an den Aufgaben, aber wenn man jetzt mit anderen natürlich zusammenarbeiten würde, dann müsste ich auch irgendwie die Änderung von den anderen erhalten. Und das geht mit Git Pull. Das macht man meistens immer dann, wenn man eben ein neues Feature anfängt oder anfängt zu arbeiten, dann sagt man Git Pull und schaut, dass man die neuesten Änderungen hat. Sonst bekommt man nämlich später Probleme, wenn man dann im ganz alten Stand arbeitet und dann wieder versucht, seine Änderungen in den Code zu integrieren und merkt, oh, die Dateien gibt es alle gar nicht mehr oder haben eine ganz andere Struktur. Dann noch so ein paar Randbemerkungen. Die Git-Ignore ist auch ganz nützlich. Und zwar gibt es immer Dateien, die wollen wir gar nicht hochladen. Wie zum Beispiel, wenn ich IntelliJ nutze, diesen .idea-Ordner, wo IntelliJ irgendwelche Sachen drin speichert, die uns auch überhaupt nicht interessieren. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eine andere IDE nutzt, der braucht diesen Ordner einfach nicht. Und der würde auch vielleicht bei anderen Betriebssystemen anders aussehen. So. Und damit diese automatisch nicht mit hochgeladen werden, können wir die eben hier ignorieren. Und dann werden die mir von Git auch nicht angezeigt, dass die verändert wurden und vielleicht hochgeladen werden wollen. So. Die ist aber auch schon vorkonfiguriert, diese Git-Ignore, da müsst ihr eigentlich nichts dran verändern. Hier könnt ihr auch nachlesen, gibt es noch so ein paar andere interessante Commands, wie zum Beispiel Git Status, werde ich gleich auch nochmal zeigen. Da kann man eben sich anzeigen lassen von Git, was wurde zum Beispiel modifiziert, was wurde committed, was gestaged und ja. Gut. Gehe ich jetzt erstmal zu GitLab. Das ist eben, Dann ja, zeigst du das gleich nochmal ja, ich praktisch, zeige oder? das gleich nochmal, ja. Okay, weil ich wollte also betonen, dass wir die Git Bash empfehlen. Aber wenn das Ja, gleich noch kommt, dann kommt das. das zeige ich gleich nochmal. So, die Sache ist erstmal, wo findet ihr denn überhaupt jetzt euer Remote Repository, was noch für euch angelegt wird? Da habe ich auch hier einen Link, das wäre der hier. Da jetzt hinzugehen bringt, also das kann ich auch mal gerade zeigen, wenn man wohin navigieren will, kann man auch hier mal auf Explore Groups gehen. Da gibt es einmal gut, der Bereich ist eher für uns Betreuer und das ist eben euer Bereich, Students, ST2, Meilenstein 0. Hier wird dann jeder von euch ein Repository sehen. Also da sind mehrere, aber weil ihr eben nur die Rechte zu einem habt, seht ihr auch nur eins. Das heißt, man braucht auch keine Angst haben, dass da irgendwie andere in den eigenen Code reinschauen oder so. Wir können das natürlich als Betreuer, aber eben keine anderen Studenten. So, dann gehe ich mal wieder dahin, wo ich jetzt gerade was zeigen wollte. Ich habe nämlich auch mal so ein Testprojekt gemacht. So, die Namensgebung funktioniert eigentlich, gut, hier ist jetzt noch ein Exempel drin, aber das wird ungefähr so aussehen. Der erste Teil jetzt meiner Channel ist Basics. Es geht um Programmier-Basics, also Programmierkenntnisse einfach nur, dann Unterstrich Gruppe und dann ist hier eine UU-ID. Und die ist halt einfach zufällig generiert. Jeder hat eben auch eine andere dann. Und die ist wichtig, wenn ihr später diese Testseite eben aufrufen wollt. Eure eigene. Jeder hat dann eine eigene Testseite. Die ist auch hier verlinkt. Und weil dieser Link bei jedem anders aussieht, hier dieser Platzhalter UUID, dann müsst ihr dann einfach euer UUID einfügen. Das heißt, in meinem Fall wäre das jetzt eben diese ID. Und hier kann man das auch nochmal sehen. Der Link ist jetzt hier ein bisschen anders, weil das Projekt woanders liegt. Aber wie gesagt, euer Link wäre dann der hier mit UUID. Und dann habt ihr eben
hier, wie der Fabian eben gezeigt hat, diese ganzen Tests aufgelistet, die ausgeführt werden. Ihr könnt die auch alle bei euch in der IDE ausführen, das zeige ich gleich mal. Und was auch noch wichtig anzumerken ist, hier ist auch nochmal eine Zeitangabe, wann die das letzte Mal aktualisiert wurde, weil wenn ihr was hochladet, muss die erstmal generiert werden. Das kann dauern, je nachdem, wie viele Leute auch gerade was hochgeladen haben und die generiert werden muss, damit man weiß, ob die irgendwie einen alten Stand repräsentiert oder eben einen neuen. Ich werde gleich mal eine kleine Aufgabe lösen mit, Aber ja, wesentlich länger als 2, 3 Minuten dürfte es eigentlich nicht dauern. nein, Dann ist nein, irgendwas eigentlich faul. nicht. Also wenn es mal, ich sag mal so, wenn es mal länger als jetzt 10 Minuten oder so im Extremfall dauert, dann könnt ihr ihm auch mal schreiben, dann gucke ich mal, ob da vielleicht irgendwas kaputt ist. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir so einen Testlauf mit diesem Konzept machen. Deswegen kann das durchaus passieren. So, Da war gerade eine ja, Zwischenfrage. Kann ich die Tests auch ausführen ohne Anmeldung fürs Praktikum? Und die Antwort ist nein. Also Sie müssen sich da schon registrieren, aber Sie können natürlich einfach auch sich da reinschreiben und mitmachen. Und dann, wenn Sie das Praktikum schon haben, dann melden wir es einfach nicht nochmal. Oder es wird, also es ist ja sozusagen idempotent, wie wir in der Informatik sagen. Aber Sie müssten sich schon in diese Ilias Praktikumsgruppe eintragen. Von Alex S. war die Frage. okay. Ähm, Dann hier, wenn man hier sieht, ein Test ist rot, der ist eben fehlgeschlagen, kann ich da auch einfach draufklicken. Da wird dann mir auch gesagt, was ist denn hier falsch. Manchmal sind die ein bisschen kryptisch. Das ist aber eigentlich genau die Fehlermeldung, die man auch hätte, wenn man das lokal in der IDE ausführt. Hier steht zum Beispiel Unsupport Operation Exception. Das ist jetzt bei vielen hier so. Das heißt einfach, die wurde noch nicht gelöst. Gut, mache ich weiter. Wenn ich die Aufgabe jetzt also lösen will, brauche ich jetzt erstmal, wie gesagt, meine lokale Kopie davon. Das mache ich, indem ich mir diesen Link hier oben einfach kopiere. Und dann würde ich mir das mit Git einfach mal klonen. Ich habe jetzt hier mal einen Ordner gemacht. Jetzt habe ich die Git Bash für Windows. Wir machen das jetzt alles per Kommandozeile und wir wollen eigentlich erstmal verhindern, dass wir das irgendwie über integrierte Tools in IDEs machen. Git Bash hier, dann bin ich auch direkt in diesem Ordner. Was ich dann eingeben würde, wäre Git Clone und dann eben diesen Link. Das habe ich jetzt hier schon gemacht, deswegen ist das schon da. Damit hätten wir dann also unsere Working Copy. Wenn ich hier mal reingehe, sieht man auch, das ist von IntelliJ etwas, Source-Ordner eben. Das brauchen wir für GitLab und so weiter. Und jetzt kann ich auch mal da reingehen. Und wenn ich jetzt mal Git-Status eingebe, sagt er hier Nothing to commit, working to clean, heißt, ich habe nichts verändert. Ich mache jetzt mal die IDE auf. Was ich mal machen kann, ist, ich gehe mal in die README, so sieht die aus. Und wenn ich natürlich hier auf das Remote Repository gehe, hier sehe ich auch die README. So, da verändere ich jetzt einfach mal was. So, speichere das mal ab. Jetzt sieht man, wenn man jetzt zum Beispiel IntelliJ nutzt, ist das hier so blau, heißt, ich habe das modifiziert. Wenn ich jetzt hier reingehe in die Git Bash, nochmal Git Status eingebe, sieht man Modified README. So, das heißt, die ist jetzt halt, der hat gemerkt, die wurde verändert, aber hat auch gemerkt, dass sie nicht in der Git-Ignore steht, heißt, sie ist relevant für auch das Remote Repository. Und was ich jetzt machen kann, ist einfach git add Punkt und damit sage ich möchte die jetzt auch hochladen. Wenn ich jetzt nochmal git Status mache, ist die jetzt dort grün. Das heißt, wird jetzt hier auch aufgeführt unter Changes to be committed. Grün heißt, ja, die möchte ich eben jetzt committen und jetzt kann ich sagen git commit -m äh, schreib mal Update README hin. So, jetzt mache ich das mal. Wenn ich jetzt nochmal git Status eingebe, sieht man, so, es ist jetzt hier eben nicht mehr aufgeführt. Jetzt muss ich noch git push machen. So, fertig. Wenn ich jetzt mal hier hingehe, so, sieht man auch, es ist eben auch hier in der README angekommen. Gut. Ich mal gerade schauen. Genau, was wichtig ist dafür, damit wir überhaupt Dinge committen können, müssen wir uns noch ein Git-Passwort anlegen. Ich kann mal gerade zeigen, wo das geht. Das geht unter Settings, Passwort. So kann man hier eintragen. Das ist nicht das Campus-ID-Passwort und das brauchen wir eben, damit wir über Git committen können. Oder auch Clone. Und wenn man diesen Git-Clone-Befehl macht, dann fragt er eben auch nach dem Nutzernamen und Passwort und das ist genau eben dieses Passwort, was man dann hier einträgt. Das muss man machen, damit das eben klappt. Gut.
ich zeige jetzt mal hier die Aufgaben. Man sieht halt immer noch, ich habe jetzt die README gepusht, aber es ist natürlich immer noch hier falsch. Ich habe keine Aufgabe gelöst. Und wir gehen mal zu dem ersten Bereich Variablen. Das ist wirklich ziemlich basic, aber da sollte man sich nicht irgendwie von täuschen lassen, weil hier sind auch einige echt heftige Aufgaben drin. Und ich mache einfach mal die allereinfachste Aufgabe, das wäre die hier. Wie die Aufgaben generell aufgebaut sind, es gibt immer, wie man sieht, hier leere, also Methodenrümpfe, die nichts machen, außer ein Exception schmeißen und die gilt es eben zu füllen. Das ist bei den allermeisten Aufgaben so. Ich werde da gleich nochmal auf die Ausnahmen drauf eingehen. Zum Beispiel hier soll man einfach nur die Summe zweier Integer-Variablen berechnen. Das könnte ich jetzt einfach schreiben, so. Damit wäre die Aufgabe schon gelöst. Da habe ich jetzt euch mal die Arbeit quasi abgenommen. Und wenn ich jetzt wieder hier mal in meine Bash reingehe und git status eingebe, steht hier modified sonst was, ist jetzt eben diese eine Datei, diese Variablen-Datei. Und da mache ich jetzt auch mal wieder git add Punkt, weil ich keine Lust habe, diesen ganzen langen Pfad da einzutragen. Und eigentlich kann ich auch immer git add Punkt machen, es sei denn, es gibt Dinge, die will ich jetzt nicht committen von diesen Dingen, die hier angezeigt werden. Aber ansonsten ist das eben die schnelle Variante. Jetzt mache ich wieder git commit und jetzt sage ich mal sowas wie solve exercise. Vielleicht könnte man auch hinschreiben, welche, aber ist jetzt erstmal egal. So, und git push. So, und jetzt kann ich auch mal hingehen. Hier ist wieder das Remote Repository, das ich erstmal wieder finden muss. So, bisschen gut. Und jetzt sieht man auch hier diesen Commit, den ich eben gerade gemacht habe. Hier kann ich sogar draufgehen und sehe dann sogar, was habe ich verändert. Das ist ganz praktisch, wenn man vor allen Dingen auch die Änderungen von anderen Leuten sich mal anschauen will. Gut, ich kann auch hier mal in den Source-Ordner reingehen und da sieht man auch hier diese eine Zeile Code, die ich geschrieben habe. So. Was da nochmal wichtig anzumerken ist, es verändert bitte für die Aufgaben nur diese Dateien hier, also die hier in Source Main, die hier und die auch irgendwie nicht in andere Pakete schieben oder sonst was, weil wir haben hier eben auch Tests geschrieben, die erwarten eben diese Klassen auch hier und wenn die woanders sind, wer weiß, was da alles passiert. Ihr könnt euch die Tests auch gerne angucken, die sind halt auch euch verfügbar. Ja, ihr könnt hier alle einsehen. Wie die generell aufgebaut sind, diese Übungsaufgaben hier, es gibt wie gesagt einmal diesen Variablenteil, da geht es hauptsächlich um ein bisschen Operationen, Variablen deklarieren und so weiter, ziemlich basic. Die werden meistens, je mehr man nach unten geht bei so einer Datei, immer ein bisschen schwerer. Das heißt, die einfachste findet man, gut, bei der ist es jetzt ersichtlich, findet man dann oben. Dann gibt es hier Bedingungen, einfach ein bisschen if-Verzweigungen üben. Hier gibt es Schleifen. Hier noch Methoden. Dabei ist anzumerken, dass die Tester eben eine bestimmte Struktur auch erwarten. Deswegen ist hier auch, die werden dann auch mit Reflection, falls das jemand was sagt, getestet. Hier wird eben geschaut, wie soll die heißen, die Methode. Und hier wird dann auch eben gesagt, ja, was habe ich denn für Parameter? Und wenn ich eine Methode habe, Count Vowels, dann habe ich wahrscheinlich einen String halt, den ich da reingebe und das wird hier auch gesagt. Und das wird in den Tests dann auch so erwartet. Wenn es da aber sonst irgendwie Probleme gibt, dass irgendwie die Tests nicht erkennen, was man da vorhat, oder dann kann man auch gerne mal nachfragen. Bei Klassen gibt es auch nur eine Übung, da sollt ihr eine Klasse erstellen. Hier steht auch wo, einfach genau in diesem Paket hier, damit die gefunden werden kann. Dann noch ein bisschen was zu Arrays und noch was zu Listen. Und damit wäre das eigentlich auch schon, wenn das alle Übungsaufgaben. So, jetzt war das was her, dass ich das hier gepusht habe. Wenn ich die Seite jetzt mal neu lade, diese Testseite, sieht man jetzt auch, okay, diesen einen Test habe ich jetzt grün. Das ist eben dieser Test, den ich eben gelöst habe. Und da kann ich jetzt auch nicht mehr draufklicken, weil die ist jetzt einfach nicht mehr fehlerhaft, so wie die. Gut. Gibt es noch Fragen? Würde ich gerade mal nachschauen. Wie sehe ich denn das Es hier? gab eine Frage von Joel nach Java. Fabian hat schon geantwortet, dankenswerterweise. Ich sage noch mal ein bisschen zur Motivation, warum jetzt Java und nicht Kotlin. Das ist jetzt keine Schikane, sondern das hat zwei Gründe. Das hat zum einen einen pragmatischen Grund, das ist eigentlich auch der wichtigere. Der pragmatische Grund ist zum einen, wir wollten die Anzahl der Programmiersprachen ein bisschen limitieren,
weil das mehrere Programmiersprachen würde dann auch bedeuten, dass wir die Tests in mehreren Sprachen schreiben müssen. Das ist also ein Aufwand, der jetzt ganz schnell nicht mehr beherrschbar ist. Und wir haben hier bei Meilenstein 0 ein bisschen was recyceln können. Also der Can hatte das schon für Coding Kontext gemacht, da konnten wir uns bedienen. Ähm, des Weiteren wollen wir ja, wie der Fabian vorhin schon gesagt hat, die Meilensteine 1 bis 3 individualisieren. Da schreiben wir selber, oder Can tut das in Person, das Tooling für, und das ist dann schon programmiersprachenspezifisch, wie man sich vorstellen kann. Da skriptet man dann so ziemlich wild rum. Ähm, Das ist der pragmatische Grund, deswegen Java. Also da mussten wir uns auf irgendwas festlegen und dann war es halt Java. So. Zum Zweiten finde ich auch didaktisch das durchaus sinnvoll zu sagen, dass neben so einer modernen, schönen, wirklich echt Spaß machen Programmiersprache wie Kotlin, ist das absolut sinnvoll, dass sie auch Java können, weil ich habe jetzt keine exakten Zahlen da, aber ich schätze, dass schon irgendwie 50, 60, 70% der Projekte in Java abgehandelt werden. Also wenn Sie in den Markt gehen und können kein Java, ja, ist doof. Also Java sollten Sie auch auf einem Enterprise-Level ordentlich beherrschen. Das ist der Grund für Java, oder die beiden Gründe. Ja, dann würde ich jetzt nochmal, also auch zu diesen einzelnen Bereichen wie Variablen und so weiter, wie gesagt, gibt es hier auch immer ganz gut zum Nachlesen. Die Quelle dafür steht auch immer unten, das habe ich mir nicht alles selbst ausgedacht. Das ist offizielle, zum Beispiel auch das offizielle Java-Tutorial teilweise auch. Ist halt nur so ein bisschen runtergebrochen, falls man mal schnell was nachlesen will, wie zum Beispiel hier, was es für Datentypen gibt. Da kann man sich wirklich gut bedienen. Bekommen wir eine Bestätigung, dass wir den Meilenstein bestanden haben? Ich meine, Sie sehen das ja selber. Wenn die Tests grün sind, dann sind die grün. Ja, also wenn man Also, hier sieht, alle Tests sind grün, dann kann man quasi sagen, ja, ich habe bestanden. Und also wir wenn machen es auch nichts anderes. Ne? Wir gucken uns letztlich auch einfach auf diese Seite, ist alles grün? Und wenn ja, dann ein Häkchen in einem Excel-Sheet. Ja, Damit haben Sie eine kurze Einführung in die elementaren Werkzeuge, die Sie in der Softwareentwicklung brauchen und die Sie insbesondere auch brauchen, wenn Sie unser Praktikum in ST1 absolvieren möchten. Alles Weitere finden Sie in dem Workshop, den wir machen. Sie können Fragen dazu über Discord stellen oder über einen anderen Kanal. Und die wesentlichen Links stellen wir auch nochmal auf der Archilab-Seite, die Sie hier sehen, zur Verfügung. Einfach unter Lehre zu SD1 navigieren und da finden Sie die Informationen.